was bisher geschah. Es geht langsam in den Endspurt. Vom Südkap aus haben wir uns entlang der Fjorde und über unzählige Berge bis in den Polarkreis hochgekämpft. Über 2000 Kilometer stehen bereits auf dem Tacho. Das heutige Ziel bedarf eigentlich keinerlei Vorstellung. 2 Tage lang machen wir jetzt zusammen die Lofoten unsicher. Und wir werden stürmisch empfangen. Regen und Wind treiben mich mehr als nur einmal fast in den Graben. Chris Ahoi und Grüße aus dem Hafen von Bodø. Den Integralhelm tausche ich jetzt gegen eine Kapitänsmütze und lege mit diesem prächtigen Schiff ab zu neuen Ufern. Ja, oder eben auch nicht. Das würde ich gerne. Aber da ich mir ja unbedingt eine neue GS kaufen musste, kann ich armer Schlumpf mir sicherlich keine Fahrt mit den Hurtigruten leisten. Stattdessen warte ich hier in der Schlange beim restlichen Pöbel am Terminal der Autofähre. Die bringt mich in knapp 3 Stunden von Bodø aus nach Moskenes auf die Lofoten. Da es schon 20 Uhr sein wird, wenn wir anlegen, suche ich mir dann auch direkt danach irgendwo ein muckeliges Fleckchen zum Übernachten. Das Wetter hat sich zwischenzeitlich wieder beruhigt, aber warten wir mal ab, was die offene See noch so zu bieten hat. Oh Mann, ey, es ist so zum Kotzen. Ich habe ein Handtuch dabei, um mein Zelt abzutrocknen. Jedes Mal, wenn ich gerade damit fertig bin, es abzutrocknen, fängt es an zu pissen. Jedes Mal. Wahnsinn. War gestern genauso. Das wird die nächsten Tage nicht mehr besser. Hallo Lofoten. Darf ich euch vorstellen, mein Zimmer mit Aussicht. Es ist nass, es ist kalt, es ist windig, aber so eine Aussicht, eieiei, auf anderen Campingplätzen müsstet ihr viel Geld dafür bezahlen. Nach 4 Jahren bin ich endlich nochmal hier und werde heute mal in aller Ruhe die alten Sehenswürdigkeiten abklappern und noch 1, 2 neue zu meiner Liste hinzufügen. Aber angesichts dieser Wolken könnte man auch auf die Idee kommen, dass die Lofoten sich nicht sonderlich über unser Wiedersehen freuen. Naja, wie dem auch sei, willkommen auf den Lofoten. Heute und morgen fahre ich die Inseln einmal komplett von Süden nach Norden. Davon allein heute etwas mehr als die Hälfte bis Kabelvåg. Wider Erwarten hatte ich eine sehr ruhige Überfahrt, den Großteil der Zeit habe ich entweder geschlafen oder meinen Zinken in den Wind gehalten. Mit dem Überschreiten der Polarkreisgrenze habe ich aber scheinbar alles gute Wetter aufgebraucht, seitdem regnet und oder stürmt es ununterbrochen.
Durch die Rüttelei am Zelt war die Nacht auch eher unruhig. Die nasse Kälte kriecht so langsam in die Kombi, aber Mimimi gibt es nicht. Als erstes fahre ich nach O, das südlichste Örtchen, das ihr auf den Lofoten mit dem Fahrzeug erreichen könnt. Hier will ich einige Erinnerungen auffrischen, denn im Oktober 2016 war ich hier mit Kommilitonen auf Roadtrip. Damals sind im Sonnenschein wunderbare Bilder entstanden, die man heute leider vergessen kann. Hier mal zum Vergleich. Aber das Wetter kommt noch besser, wartet mal ab. Weiter geht die Fahrt nach Rheine. Der Name sagt euch nichts? Kein Problem, die Bilder kennt ihr garantiert. Rheine ist wohl eines der bekanntesten Fischerdörfer der Welt und das Motiv schlechthin, wenn man Bilder der Lofoten sieht. Leider ist der Sturm hier in der ungeschützten Bucht auch am stärksten. Aber ich will mich gar nicht beschweren, ich finde die Landschaft mit diesem rauen Wetter sogar noch schöner als bei Sonnenschein. Wenn man das hier so sieht, dann kann man auch verstehen, warum Rheine immer als das Postkartenmotiv der Lofoten dient. Während einer Pause werde ich in der Bucht von Flagstad auf einen Adler aufmerksam, der ungefähr 100 Meter entfernt auf einem Felsen sitzt und mich, Achtung, der kommt richtig flach, mit Adleraugen beobachtet. Da fliegt er. Wahnsinn. Und ein paar Kilometer weiter liegt schließlich der Strand von Haugland. Das ist einer der wenigen großen Sandstrände auf den Lofoten und in meinen Augen auch der schönste. Als nächstes schlage ich mich ein wenig durchs Hinterland.
glaube, im nächsten Leben werde ich Tierfilmer. Das ist doch deutlich entspannter als irgendein Bürojob. Übrigens, der ist schon 8-mal nachgefüllt worden. Schon bald hat er sich rentiert. Tja, und mittlerweile ist es schon wieder nach 14 Uhr. Ich bin seit über 6 Stunden unterwegs, habe eigentlich nichts gemacht und trotzdem ist der Tag bald rum. Aber hier kann man ganz schnell ganz viele Stunden totklopfen, wenn man an den Tieren, an der Natur und was weiß ich was allem interessiert ist, was man hier sehen kann. Ich werde jetzt auch so langsam mal einen Campingplatz anfahren, denn heute würde ich gern was früher Feierabend machen. Und wenn ihr mal auf den Lofoten seid und von Süd nach Nord fahrt, tut euch den Gefallen und fahrt so oft es geht über kleinere Nebenstraßen und nicht über die E10. Könnt ihr das hören? Richtig, nichts außer Wind, Wellen und Tieren. An der E10 quetscht ihr euch an LKWs, an Bussen, an Wohnmobilen vorbei. Da sind so verrückte Motorradfahrer wie ich unterwegs. Hier auf der 815 nichts, kein Mensch, kleine Dörfer und Küste, wie ihr hier seht. Also, wenn ihr was von der Natur sehen wollt und eure Ruhe haben wollt, nehmt die kleineren Sträßchen. Das letzte Ziel für heute ist ein Campingplatz auf der Nachbarinsel. Dahin zu kommen wird nochmal sportlich, denn das Wetter verschlechtert sich wieder. Der Wind frischt erneut auf und es ziehen schwere Wolken auf. Und auf die nächste Insel zu kommen ist gar nicht so einfach, wie das jetzt klingt. So, bevor es für mich weitergeht, warte ich erstmal, bis die Schulle vorbei ist, denn da hinten sieht man jetzt gar nicht, vor lauter Regen kommt eine Brücke, über die muss ich drüber, um auf die Insel zu kommen. Nur ich habe Sorge, dass es mich unterwegs runterpustet. Aber ich versuche mal mein Glück. Oben auf der Brücke wird es leider wirklich so ungemütlich wie befürchtet. Ihr könnt das hier an der Rüttelei des Motorrads erkennen. Die Koffer sind einfach ein sehr leichtes Angriffsziel für den Wind. Aber bis zum Campingplatz ist es dafür nicht mehr weit. Tja, ihr seht es selber, stark bewölkt und Sturm. Daher habe ich mir eine Hütte genommen. Ich zeige euch mal, wo ich diese Nacht unterkomme. Hier haben wir zunächst erstmal das beste Motorrad der Welt, ganz klar. Um zur Hütte zu kommen, gehen wir jetzt hier die Treppen hoch. Dumm-di-dumm, dumm-di-dumm. Und noch einmal, ich wohne quasi im Baumhaus. Ja, wir haben es gleich. So. Tada! Ich habe es liebevoll die Trollhöhle genannt. Warum? Um reinzukommen, muss ich mit meinen 1,86 nämlich durch diese kleine Luke hier hoppala, nicht den Kopf stoßen. Und dann ist man hier in dieser netten kleinen Hütte. Ganz knuffig gemacht. Hat bis auf eine Küche alles, was man so braucht. Selbst das Elchgeweih, das fehlt nicht. Ja, Aussicht, man kann da hinten sogar bis zum Meer sehen, aber heute ist nicht viel mit Meer, leider. Und damit ist mein Abstecher auf die Lofoten auch schon fast wieder vorbei. Durch Sonne und Regen im Wechsel geht es immer weiter an der Küste entlang. Doch bevor es schließlich zurück aufs Festland geht, lege ich einen letzten Umweg ein und fahre in das entlegene Lauwig. Der dortige Leuchtturm soll ein schönes Ziel sein. Und das ist er auch. Nur muss ich dafür vorher an einigen Wegelagerern vorbei. Hallo! Hallo! Ja, dieser fotogene Kamerad hier ist der Leuchtturm von Lauwig. Was soll ich sagen? Nett?
Aber nur weil ich jetzt ein bisschen gegen die Sonne gefahren bin, glaubt nicht, wir hätten schönes Wetter. Wenn wir uns mal umdrehen, es geht die Welt unter, Wahnsinn. Während wir auf dem Weg nach Narvik die Lofoten verlassen, hier noch eine kleine Anekdote. Ich habe hier in der Gegend in den letzten 2 Tagen immer wieder ein und denselben Motorradfahrer an den unterschiedlichsten Stellen getroffen. Auf der Fähre nach Moskenes, beim Adler in der Bucht von Flagstad, an einer Tankstelle vor Narvik und, was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, 3 Tage später in Gällivare in Nordschweden. Die Welt ist ein Dorf. Und an diesem Kreisverkehr verlasse ich schließlich die E10 und folge ab jetzt nur noch der E6 immer weiter nach Norden. Wir sind ab jetzt im Endanflug auf das Nordkap. Denn im nächsten Teil ist es dann endlich soweit. Wir erreichen nass und frierend den nördlichsten mit einem Fahrzeug erreichbaren Punkt des europäischen Kontinents. Also wie immer bis in 14 Tagen zum großen Finale. Danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Like oder einen Kommentar da und ansonsten bis zum nächsten Mal.